Gewalt, Gehirnwäsche und Willkür im Namen der Religion. Scientology, eine Kirche als totalitäres System, eine Organisation, einflussreich und milliardenschwer. Berühmte Schauspieler wie John Travolta und Tom Cruise vertreten offen die Lehre, die scheinbar nach einer besseren Welt strebt, in der Nicht-Scientologen allerdings Menschen zweiter Klasse sind. Mark Rathbun war 27 Jahre lang einer der mächtigsten Männer der Church of Scientology, die rechte Hand des umstrittenen Chefs David Miscavige, bis zu dem Tag, als er von diesem gezwungen wird, einen Kollegen und Freund körperlich zu bestrafen. I was shaking him and bouncing him off the floor. And for a moment I kind of realized, I said, you know, this is so against my own nature. And I realized after 27 years, here I'm doing something that is so violently against my own nature and my own judgment. Der Amerikaner und seine Familie werden seitdem rund um die Uhr observiert, gefilmt und belästigt. Den Ausstieg hat Mark Rathbun geschafft, doch der Einfluss der Church of Scientology auf sein Leben bleibt. Ja, wir begrüßen ihn noch mal sehr herzlich und fragen zunächst mal, warum es so schwer war, Sie hierher zu kriegen. Wie und warum hat Scientology versucht, diesen Auftritt hier zu verhindern? Das ist der weltweit erste Fernsehauftritt, den Sie absolvieren. In den letzten 142 Tagen war es so, dass die sogar sich einen Wohnsitz ein paar Meter von meinem Haus gemietet haben, kamen damit über 80 Leuten und hatten Uniformen und Bilder von mir mit so einem internationalen Strich dadurch durch mein Foto und haben uns belästigt mehrmals am Tag und fuhren 20 Mal vorbei am Haus, damit ich sehe, wir beobachten dich dauernd. Und kurz bevor ich weg bin nach Hamburg, kamen die wieder und sagten, du wirst den Teufel persönlich treffen, du wirst schon sehen, was du davon hast. Und haben versucht, mich daran zu hindern, dies zu tun, und haben auch über meine Frau schlecht geredet und gesagt, ich wolle Scientology zerstören. Ist Ursula Caberta, bevor wir Sie gleich selber fragen, tatsächlich der Teufel in den Augen dieser Organisation? In den Augen der Organisation sehr wohl. Wir haben unsere Aufzeichnungen verglichen und ich habe ja nun diesen Zustand erreicht. Wir haben gestern beim Innenministerium gesprochen, da haben wir eine Demonstration gemacht. Da haben wir Scherze gemacht über die spanische Inquisition, wo sie zwei Hexen, Ursula und mich, verbrannt haben. Geht es bei dieser Art von Überwachung, die Sie gerade geschildert haben, geht es da auch um körperliche Bedrohung oder ist es etwas, das eher auf dieser psychischen, auf dieser emotionalen Ebene spielt? Also man versucht, ihnen Angst zu machen. Also ich sehe das schon sehr als sogenannte Psy-Ops, das sind psychologische Maßnahmen. Wenn ich zur Post gehe, mit meiner Frau Abendessen gehe, kommt plötzlich jemand da vorbei oder wenn wir zum Auto kommen, steht da einer daneben, sagt, wir wissen genau, wo ihr seid, welchem Restaurant. Das ist schon psychologisch, aber die haben auch als Mitglied ihrer Crew einen Kameramann engagiert, der ständig dabei war und vor einem Monat hatte er irgendwann ein schlechtes Gewissen bekommen, sprach in Corpus Christi in Texas, wo ich lebe, mit einer Zeitung und hat denen erzählt, er hatte einen Auftrag erhalten mit der Absicht, wirklich eine körperliche Konfrontation herbeizuführen, mich zu stellen und zu versuchen, mir auch kriminelle Dinge vorzuwerfen, nachzuweisen, dass ich irgendwie jemand verletzt habe oder in sein Auto gefahren bin. Solche Sachen machen die. Ich weiß auch nicht, wohin das noch führen soll. Wenn man Sie jetzt hier so erlebt, ein sympathischer Mensch, der ein Opfer ist, ganz zweifellos, der wirkt auch wie ein reuiger Sünder, wenn wir Sie in dieser Pressekonferenz sehen, der aber auch gleichzeitig Täter ist. Sie waren 27 Jahre lang Teil dieses Systems. Wie haben Sie galten als jemand, der ein Experte darin war, Menschen, die irgendwann gesagt haben, es reicht, ich mache da nicht mehr länger mit, ich habe erkannt, dass das für mich nicht gut ist, weil es in meine Familie eingreift, weil es meine ganze Existenz letzten Endes zerstört. Wie haben Sie Menschen dazu gebracht, dennoch wieder zu sagen, ich komme wieder zurück, ich bleibe bei euch? Also Gehirnwäsche. Ich war eigentlich bei Scientology ganz oben. Unter David Miscavige, dem anerkannten Führer der Organisation, war ich die Nummer 2. Und der hat sich viele Gedanken gemacht um die international gearbeitet haben. Denn das galt ja für uns.
Denn jemand, der aussteigt, hätte ja vieles über ihn sagen können. Finanzielle Delikte, Steuer und so weiter. Und je nach dem Wert der Informationen eines Mitglieds haben wir alle möglichen Techniken eingesetzt. Sind dann alle Bushaltestellen gegangen und haben gesagt, da ist er eingestiegen, da ist er hingefahren zum Flughafen. Wir haben die Flugbuchungen gecheckt. Wir haben auch die Biografie durchstöbert. Welche Freunde hatte er, bevor er bei Scientology war? Wie sieht es mit den Familienmitgliedern aus? Ja, wir haben ein ganzes Chor von Leuten ausgesendet und gesagt, check mal, wo die vielleicht hingehen können. Familienmitglied besuchen, haben sie abgefangen, haben auch ihre Akten durchstöbert, um dort anzuknüpfen mit psychologischen Maßnahmen. Jede Menge Dinge, die wirklich, also so psychologische Knotenpunkte ausgespioniert in einer Person. Wer ist wichtig für ihn? In einem Café, in einem Hotel, den Leuten aufgelauert und gesagt, komm wieder, und haben mit ihnen gesprochen. Ja, wenn jemand die erforderliche Bedeutung hatte in den Augen von David Miscavige, dann geht es auch weiter mit Bedrohungen. Dann impliziert man, was einem passieren könnte, wenn er weitermacht, und kommt doch lieber zurück. Das heißt, das System, unter dem Sie gerade zu leiden haben, haben Sie selber im Wesentlichen mit installiert? Ja, das ist so. Wenn Sie diese Analogie mögen, ich habe das Frankenstein-Monster mit ins Leben gerufen und jetzt quält es mich. Aber ich versuche daran zu arbeiten, was zu tun. Geben Sie uns einmal einen Einblick in diese Organisation. Ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die auch vom Fernseher jetzt sitzen und sagen, da ist immer die Rede von Scientology, die sind gefährlich, aber ja, wie sind die gefährlich? Warum sind die gefährlich? Worum geht es denen in erster Linie? Was ist das Ziel dieser Organisation und wie mächtig ist die? Okay, and this is where I'm saying something relatively unique for people who've spoken out about this. Also was ich jetzt sage, das ist eher einzigartig im Vergleich mit anderen, die gegangen sind. Ich attackiere nicht dieses Auditing, ich attackiere nicht die Organisation, sondern ich kritisiere die Art und Weise, wie sie Menschen verletzen. Wenn einer es wirklich hinter sich hat und wenn es dann um Geld geht und wenn es dann um immer mehr Geld geht, die ganze Taktik, den Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen, drakonisch sozusagen mit der Zeit. Das ist einer der Gründe, warum ich weg bin. Da ging es nur noch um Geld. Aber ich greife nicht die Philosophie an. In der Organisation versuchen sie dir wirklich den letzten roten Heller aus der Tasche zu holen. Und das Gefährliche daran, das Heimtückische ist, die Leute finden am Thema ja etwas Interessantes. Sie involvieren jemanden, lösen ihm ein Lebensproblem, schaffen ihm eine Motivation, aber eigentlich nutzen sie dessen Notlage aus und dessen Bedürfnisse und das, was sie meinen, ihm geben zu können, um ihm das Letzte aus der Tasche zu ziehen. Das ist eigentlich die Gefahr und die Bedrohung. Und schlimmer noch, wenn du dann das System dich abwendest, Ursula und ich haben das schon gesagt, dann wird es wirklich gefährlich. Bevor wir gleich ausführlicher auch mit Ursula Caberta sprechen, eine Frage, die sich bezieht auf Hollywood-Stars. Da werden immer wieder Namen genannt. John Travolta ist einer von ihnen, Tom Cruise ist einer von ihnen. Sie haben diese sogenannten Auditings abgenommen, diesen Menschen. Welche Rolle spielen die? Wie mächtig sind die und wie benutzen die ihr Geld und ihre Beziehungen, um Interessen dieser Kirche durchzusetzen? Das kommt darauf an, wie wertvoll jemand ist, wie berühmt jemand ist. Cruise ist nicht vergleichbar mit Travolta. Cruise steht dem Führer der Kirche sehr, sehr nah und tut praktisch alles. Setzt seine Connections ein, seine Vernetzungen, um den Einfluss geltend zu machen. In Deutschland auch ganz schön viel. Beispiel? Ein Beispiel, okay, gerne. In den 90er Jahren besonders. Praktisch alle auf der A-Liste stehenden haben Parlamentarier bearbeitet, in Amerika Kongressabgeordnete, die Clinton-Regierung und so weiter, rauf und runter, um Deutschland als intolerant und anti-Scientology zu positionieren und zu sagen, das geht so nicht und eigentlich verfassungswidrig. Und haben eigentlich versucht, das zu beenden, was Ursula tut, Frau Caberta. Und das haben sie mit großem Erfolg getan. Und sie hat Probleme auch bekommen, weil das State Department natürlich jedes Jahr irgendwo seine Liste macht, Diskriminierungen in Deutschland gegen Scientology. Interessant. Ich war ja involviert. Ich habe das alles ja koordiniert und habe sehr viel gelernt in den letzten 2 Tagen von ihr, von dem persönlichen Kontakt mit ihr. Und habe mir klar gemacht, Mensch, wie übertrieben sind die da vorgegangen, in den Berichten auch. Frau Caberta, erklären Sie uns das einmal kurz. Also wie genau ist das gemeint? Was?
Das, was er gerade erklärt. Also da wurde ein Image, ein Bild aufgebaut von Deutschland in Amerika im Speziellen. Es gibt in der Organisation bestimmte Vorgänge, wie man damit umgeht mit den sogenannten Feinden von außen. Also einmal gibt es dafür eine Abteilung, die zuständig ist, das schon angesprochene Geheimdienst, Office of Special Affairs. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, wie kriegen wir das hin mit politischem Einfluss oder mit anderen Möglichkeiten, dass die kritische Auseinandersetzung mit der Organisation am besten ganz wegfällt. Und wie kriegen wir Kaperta Mundtot und andere, die sich damit auseinandergesetzt haben. Und dazu ist ausgearbeitet worden, möglichst viel Einfluss auf die US-amerikanische Administration zu nehmen. Wir wissen ja, die Deutschen, wenn die Amis was sagen, sind wir ja immer noch so ein bisschen sehr empfindlich. Und die Strategie, wie das genau gelaufen ist, hören wir ja jetzt. Ich wusste immer, dass er dafür verantwortlich war und habe immer schon gedacht, Mensch, Rathbone, mach nicht so viel Mist. Aber das war, man muss sich das so vorstellen, der Tom Cruise oder John Travolta geht dahin und dann wird erzählt, wir werden diskriminiert. Eine der großen Lügen, die sie eine Zeit lang vertrieben gesagt haben, war, John Travoltas Filme werden in Deutschland boykottiert. Also die prominenten Schauspieler werden nicht gezeigt. Und dann habe ich mir gedacht, spinn die? Ich meine, der macht zwar blöde Filme, aber wir zeigen sie ja trotzdem. Aber sie werden trotzdem geguckt auch, ja. So, und insofern dasselbe. Dann kam irgendwann das Einzige, was mal passiert ist, dass die junge Union vor Jahren aus irgendeinem Fall der blödsinnigen Idee gemeint hat, bei Mission Impossible vor irgendeinem kleinen Kino in einer kleinen Stadt mal so ein paar Demonstrationszettelchen hochzuhalten. Daraus macht die Scientology-Organisation bei einer Beschwerde vor dem im State Department, ab jetzt werden die Filme von Tom Cruise in Deutschland gezeigt. Und wir sind ja zu Recht sehr empfindlich, wenn es darum um künstlerische Freiheit in unserem Land geht. Weil wir haben ja eine Zeit erlebt, wo die wirklich, wo das nicht so war. Insofern ist da dann auch der wunde Punkt. Und wenn dann das offiziell, wenn dann die Promis da hinkommen und sagen, in Deutschland dürfen wir nicht mehr tätig sein, dann ist das natürlich für die Amerikaner erstmal eine Sache, aha, was ist da wieder los? So läuft das einfach. Ich habe in der Vorbereitung eine Geschichte gelesen, die ich nicht glauben konnte. Da sagten Sie in einem Interview, es hat tatsächlich stattgefunden, dass ein Tom Cruise seine Kontakte zur Clinton-Administration, sprich zum Präsidenten selbst, nutzt, auf das dieser wiederum Tony Blair anrufe, um sozusagen sicherzustellen, dass die Organisation in England ein angenehmes Auskommen hat. Hat das so stattgefunden, auf der höchsten politischen Ebene? Ja klar, ich saß dabei, als Cruise ihn anrief, Clinton, und sagte, hier, hör mal, nimm mal Kontakt mit Blair auf, damit es uns und unserem Status in England besser ging. Und der Chef, David, war dabei und machte so Zeichen, International Association, die große internationale Ehrenmedaille, mit der winkte er vor Cruises Augen. Und dann hat er mit Clinton hin und her gesprochen, wie machen wir das dann? Und dass ich mal mit denen, vielleicht rufe ich mal die Frau von Blair an, die versteht das besser, ich spreche mal lieber mit der. Also die haben dann eine Strategie entwickelt, Cruise und Clinton. Was schwierig ist jetzt zu verstehen, ist Folgendes. Sie sitzen hier und sagen, wie das abläuft, beklagen das auch zu Recht, wie ich finde. Gleichzeitig sagen Sie, ich halte fest an dieser Lehre. Ich bin nach wie vor auch Scientologe. Warum?